Hey Leute, heute tauche ich in ein Thema ein, das auch in Deutschland immer wieder diskutiert wird. Braless am Strand oder oben ohne am Strand. Ist es ein Inbegriff von Freiheit oder einfach nur provokant? Ich werde heute über die Vor- und Nachteile sprechen und vor allem die Frage stellen, was es wirklich bedeutet, BH-los zu sein. Ich meine, wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr andere oben ohne am Strand seht? Ist es ein Zeichen von Selbstbewusstsein? Oder einfach nur unangemessen? Macht euch bereit für eine spannende Diskussion, die euch zum Nachdenken anregen wird. In einer Gesellschaft, in der Frauen seit ihrer Pubertät daran gewöhnt sind, BHs zu tragen, wundert es mich nicht, dass sich einige ohne Unwohl fühlen. Es ist immerhin eine sehr persönliche Entscheidung, auf BHs zu verzichten. Es geht einmal darum, um den Körper so anzunehmen, wie er ist, um die natürliche Schönheit zurückzugewinnen, aber auch um gesellschaftliche Erwartungen abzulehnen. Und ja, manche Frauen lieben vielleicht auch den Komfort, es ist einfach bequemer ohne zu sein, aber am Strand, wo Spaß und Freiheit im Vordergrund stehen, wird die Sache ja noch spannender. Es geht darum, dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen dürfen. Andererseits wird die Aussage aber auch als sehr provokant angesehen, die traditionelle Normen in Frage stellt. Auch in Deutschland wird es immer wieder thematisiert, vor allem seit der Debatte vor 2 Jahren, oben ohne im Schwimmbad. Also das war ja so der Renner. Frauen dürfen jetzt selbst entscheiden, ob sie wollen oder nicht. Oben ohne für alle. Und laut einer Umfrage sind mehr als ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland dafür, dass Frauen selbst darüber entscheiden dürfen, ob sie oben ohne liegen wollen oder nicht. 37% der Befragten unterstützen die Aktion, während 28% das Ganze als negativ ansehen oder die oben ohne Geschichte nicht unterstützen. Und auch wenn man vereinzelt immer wieder Fragen im Internet findet, warum gerade europäische Frauen oben ohne am Strand herumlaufen, gibt es Länder, in denen es verboten ist und sogar mit einer Geldstrafe geahndet wird. In Deutschland gibt es die lange Tradition der Freikörperkultur, aber es gibt eben auch Länder, die das nicht dulden, die das nicht mal wollen, also die es verbieten, zum Beispiel Marokko, Thailand, Türkei, aber es gibt auch Länder, die es dulden, wie zum Beispiel Griechenland. Frauen, die oben ohne liegen, haben mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen. Sie werden belästigt, verurteilt, beschimpft teilweise. Menschen, die den Wert von Frauen absprechen. Und ja, nicht in jeder Situation ist es angebracht. Manche Frauen müssen sich vielleicht auch, weil sie oben ohne sind oder ohne oben liegen, mit ihren eigenen Unsicherheiten auseinandersetzen. Es ist ein sehr empfindliches Gleichgewicht zwischen dem Wunsch nach Sicherheit, aber auch die Sorge darüber, was andere von uns denken könnten. Braless zu sein ist ein Statement der Körperakzeptanz und Selbstliebe. Und ja, es gibt Vorteile, oben ohne zu liegen. Man hat das Rutschen nicht, ne? Also im Prinzip ist es bequemer. Es sorgt für mehr Komfort. Man hat keine Bikini-Abdrücke. Man muss nicht immer gucken, ob ja alles richtig sitzt. Es ist die Freiheit, die man spürt. Es gibt aber auch Nachteile, die man nicht ignorieren sollte. In manchen Kulturen oder auch Gesellschaften wird es als provokant und unangemessen gesehen. Es gibt Menschen, die darüber urteilen, die sich nicht wohlfühlen, die darüber lästern. Du musst vielleicht mit pubertierenden Menschen zurechtkommen, die sich beflügelt fühlen oder vielleicht ja darüber lachen. Auch das darf man nicht ignorieren. Und vor allem kommt es darauf an, was du am Strand machen möchtest. Manche körperliche Aktivitäten oder sportliche Aktivitäten sind ohne BH doch sehr unangenehm oder unbequem. Die Haut kann empfindlich darauf reagieren, wenn sie der Sonne ausgesetzt ist. Also es gibt definitiv Nachteile. Meine größte Überwindung war die Blicke der anderen. Ja, ich hatte immer Angst, dass ich von der Seite dumm angemacht werden kann oder dass ich irgendwelche Signale sende oder dass Menschen kommen und mich darauf ansprechen, dass sich Menschen unwohl fühlen, dass Menschen nur gucken. Also das war so meine größte Angst. Mein erster Strandbesuch war dementsprechend nicht so gut. Also mein Umfeld hat darauf nicht so gut reagiert. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Menschen es nicht gut finden, nicht okay damit sind, sich nicht wohlfühlen, obwohl es am Strand geduldet wurde. Ich habe mich extra vorher informiert. Aber ich war irgendwann nur noch am Verstecken. Ich habe mich unsicher gefühlt. Beim zweiten Strandbesuch war das alles anders. Ich hatte aber auch jemanden, der mich da so ein bisschen, ja, unterstützt hat, der zu mir meinte, mach es doch einfach, denk nicht darüber nach, was andere über dich denken könnten. Und mein Umfeld war neutral. Also sicherlich gab es immer mal wieder Blicke, aber ich hatte das Gefühl, sie waren okay damit. Also wirklich okay. Irgendwann hat mich keiner mehr angeguckt und ja, und ich habe irgendwann dann auch das Gefühl von der Unsicherheit verloren. Ich habe gemerkt, hey, es ist völlig okay, was ich mache.
mache und ich provoziere nicht oder es ist in Ordnung. Es hat mir gezeigt, dass gesellschaftliche Erwartungen einfach nur Erwartungen sind und dass man sich manchmal doch befreien muss. Also gerade dann, wenn man oben ohne am Strand liegen will. Und ja, ich würde es nicht überall machen und ich muss es auch nicht überall machen. Aber es ist einfach toll, die Dinger mal baumeln zu lassen. Und es bedeutet nicht, dass ich dann angesprochen werden möchte oder dass ich irgendwie irgendwelche Blicke haben möchte oder Aufmerksamkeit. Nein, ich möchte in Ruhe oben ohne liegen. Und wenn die Atmosphäre stimmt, bin ich definitiv dafür, aber auch nur dann. Also das ist wirklich so ein schmaler Grat. Und ja, ich fand es toll. Ich fand es wirklich befreiend, auch so schwimmen zu gehen. Und es war toll, wie Gott mich schuf, ne? Schon fast wie Gott mich schuf. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Debatte darüber, ob Frauen oben ohne liegen sollten oder dürfen, doch sehr vielschichtig, komplex, aber auch persönlich ist. Es geht darum, dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen dürfen, aber auch um gesellschaftliche Erwartungen abzulehnen. Und ja, am Ende sollte man nur das tun, was man auch wirklich möchte. Man sollte sich wohlfühlen. Ich finde, man muss es auch nicht überall machen. Es ist manchmal unangemessen und manchmal finde ich es auch okay, wenn man es nicht macht oder wenn es Strände gibt, die es sogar verbieten. Ich finde es allerdings nicht okay, wenn Frauen deswegen verurteilt, beleidigt oder belästigt werden. Frauen, die oben ohne liegen, wollen nur oben ohne liegen. Sie senden keine Signale und es gibt ja auch nicht das Recht für mehr. Es ist einfach so. Es ist dieses typische Klischee. Frauen, die oben ohne liegen, sind genauso wertvoll wie alle anderen. Und auch wenn man es nicht mögen muss oder wenn man es nicht unterstützen muss, sollte man Frauen in Ruhe lassen. Und wenn man sich gestört fühlt, sollte man erstmal abchecken, ob man vielleicht am falschen Strand liegt. Denn es gibt immer noch viel mehr Strände, die es nicht akzeptieren oder nicht mal dulden. Das ist eben auch mal so nebenbei gesagt. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt und erzählt mir mal, wie ihr euch dabei fühlt, wenn ihr andere oben ohne seht. Das würde mich interessieren, also egal ob positiv oder negativ, schreibt es in die Kommentare. Schaut euch gerne meine anderen nicht so kontroversen Themen an oder wartet auf das nächste kontroverse Thema. Macht es gut. Tschüss.